man muss sich überlegen, warum haben wir Supersymmetrien noch nicht gefunden? Die ganze Physik lebt von Kommunikation, also man macht keine Physik alleine. Magnetische Monopole sind etwas, was von einigen Theorien vorhergesagt wird. Aber nichtsdestotrotz träumt jeder Physiker davon, dieses Standardmodell zu knacken. Prochain arrêt, CERN. Diese Dinger sieht man überall auf dem Gelände. Das sind typische Beschleunigerstrecken, so wie sie unten im Tunnel sind. Also auf knapp 30 Kilometer Länge hat man diese blauen Rohre. Ja, aber auf 30 Kilometer. Genau. Und da sind dann in diesem Fall Dipolmagnete drin, also nur Magnete mit dem Nord- und Südpol. Und die bringen die Teilchen auf eine Kreisbahn. Und das ist so das typische Ausstellungsstück, da gibt es noch mehr auf dem Gelände. So, jetzt sind wir auf dem CERN. Wenn wir mit dem Auto gewesen wären, hätte ich euch ein bisschen rumgefahren, um euch ein bisschen einen Eindruck zu geben, wie groß das Gelände ist. Aber zu Fuß ist das ein bisschen anstrengend. Zu Fuß ist die Aufgabe, immer möglichst schnell von einem Ort zum anderen zu kommen. Und das macht man, indem man quer durch die Gebäude durchgeht. Ja, da wollen wir. Wow, riesig. Wie viele Menschen arbeiten denn hier? Er hat 2.500 Angestellte, 11.000 Gastwissenschaftler und dann noch eine ganze Reihe von, wie heißen das, Kontraktoren, Arbeiter, die halt über Vertrag hier sind. Das ist exterritoriales Gebiet. Die Angestellten haben die Möglichkeit, Autos mit diplomatischem Kennzeichen zu fahren. Also ist schon eine Sonderstellung. Ja. Ich bin Gastwissenschaftler, genau. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe vom CERN, dass halt nicht nur die Angestellten hier arbeiten, sondern auch die Möglichkeit existiert, dass Leute aus anderen Ländern hier hinkommen und hier arbeiten können. Das ist jetzt so ein Trakt, der ein bisschen älter ist schon. Die Büros sind ein bisschen weniger modern, hat aber ein bisschen mehr Flair. Es gab bis vor kurzem noch Hörsäle, in denen Aschenbecher in den Tischen eingelassen waren. Also das war halt früher gang und gäbe, dass man dabei geraucht hat. Heutzutage undenkbar. Das ist das Hauptgebäude, oder war das Hauptgebäude. Das Direktorium saß da drin, bis vor kurzem wird jetzt renoviert. Das Direktorium ist umgezogen. Die UBS-Bank hat hier eine Zweigstelle für die Angestellten. Unica ist eine Versicherung, die für die Angestellten da ist. Wir haben also 2 Restaurants, 2 Kantinen hier auf dem Gelände. Und da wollen wir frühstücken, oder? Ja. Wenn ihr Hunger habt. Also es gibt diese 4 Experimente. Und was wir am LHC beschleunigen und kollidieren lassen, sind Protonen. Atlas und CMS sind sogenannte Multipurpose-Detektoren. Die machen halt alles Mögliche. Also Higgs-Physik, elektroschwache Physik, Top-Physik, alles, was man so in der Teilchenphysik macht. LHCb und Alice sind spezialisierte Detektoren. LHCb macht hauptsächlich B-Physik, das heißt Physik, in denen Teilchen auftauchen mit dem B-Quark. Und das sind dann sogenannte B-Mesonen oder B-Hadronen, die aus diesen B-Quarks bestehen. Fragestellung ist zum Beispiel CP-Verletzung. Und CP ist eine Symmetrie, die es in der Natur gibt, die aber nicht hundertprozentig symmetrisch ist tatsächlich, sondern die verletzt ist. Und ALICE steht für a Large Ion Collider Experiment. Die messen auch Proton-Proton-Kollisionen, sind aber mehr interessiert, wenn der LHC gefüllt wird, statt mit Protonen, mit schweren Ionen, nämlich Blei zum Beispiel. Und was dort gemessen wird, sind solche Sachen wie zum Beispiel Quark-Gluon-Plasma. Also dort werden Situationen herbeigeführt, von denen wir ausgehen, dass sie kurz nach dem Urknall vorherrschten. Ja.
Das sind die 4 großen Experimente am LHC. Es gibt weitere Experimente, die jetzt nicht am LHC arbeiten. Etwas, was vor ein paar Monaten gerade Daten veröffentlicht hat, war ein Experiment, was gemessen hat, ob sich Antimaterie genauso verhält wie Materie im Schwerefeld der Erde. Denn es ist nicht gesagt, ob Antimaterie nicht einfach sich anders verhält. Wird Antimaterie auch angezogen von Materie oder wird sie abgestoßen? Und das hat man dort gemessen. Und erklärt auch die Frage, warum es so wenig davon gibt. Genau, die CP-Verletzung ist zum Beispiel dafür verantwortlich, dass es so wenig gibt. Also wir gehen davon aus, dass nach dem Urknall Materie und Antimaterie zu gleichen Teilen entstanden sind. Denn das ist das, was wir heutzutage in unseren Kollisionen sehen. Also das ist absolut symmetrisch. Jedes Mal, wenn man ein Teilchen produziert, produziert man auch so ein Antiteilchen. Aber anscheinend gibt es heutzutage nur noch Materie im Weltall, nicht mehr Antimaterie. Und es muss also zu einem gewissen Ungleichgewicht gekommen sein. Und dieses Ungleichgewicht wird zum Beispiel durch diese CP-Verletzung hervorgerufen. Die CP-Verletzung sagt voraus, dass bestimmte Antiteilchen anders zerfallen oder schneller zerfallen als die Teilchen. Und dadurch wird so eine gewisse Asymmetrie hervorgerufen. Und das, was übrig geblieben ist, also Materie und Antimaterie haben sich vernichtet nach dem Urknall, aber halt ein kleiner Anteil Materie ist übrig geblieben. Und das ist das, was halt das Universum ausmacht. Okay. Und dafür ist die CP-Verletzung verantwortlich. Das, was wir momentan messen an CP-Verletzung, ist allerdings nicht ausreichend, um diese Asymmetrie zu erklären. Wir erwarten halt noch mehr CP-Verletzungen in anderen Zerfällen, in anderen Bereichen der Physik. Bisher haben wir die auch noch nicht gefunden. LHCb untersucht das speziell. Ich habe gerade mit Helena gesprochen. Als nächstes will ich euch Building 40 zeigen. Also das ist das CMS Atlas Building. Da hat Helena auch ihr Büro. Eigentlich ist es doch so ein bisschen, wie ich gedacht habe. Wie Uni damals halt. Cafeteria und so unterschiedliche Gebäude. Mit so wissenschaftlich eifrigen Menschen. Ja, ich finde das eigentlich ganz spannend. Wenn man drauf hört, sind ganz viele unterschiedliche Nationen da. Die reden zwar vielleicht alle Englisch, aber man hört, dass sie alle einen Akzent haben. Und alle kommen hier zusammen in der Nähe von der Kaffeemaschine, um über Physik zu reden. Ah, 39 jetzt. Ah ja, aha. In diesem Fall stimmt's. Aber normalerweise kann man nicht davon ausgehen, dass 2 benachbarte Zahlen auch 2 benachbarte Gebäude beschreiben. Also die Zahlen nach fast 30 Jahren CERN sind mir immer noch ein Rätsel, wie die Gebäudenummerierung funktioniert hier. Nataraya? Weiß nicht, können wir gucken. Ich glaube, ein Geschenk. Naja, presented by the Department of Atomic Energy, Government of India. Also dieses Gebäude wurde gebaut zusammen mit dem LHC, speziell für Atlas und CMS. Und hier haben halt die meisten Atlas und CMS Mitarbeiter ihre Büros. Und falls ihr mich fragt, wo mein Büro ist, ich muss sagen, ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe ein festes Büro hier, Gebäude 32. Aber das ist so voll mit Studenten etc., dass ich es gibt sowas, das nennt sich Bürotel. Da kann man sich Büros buchen. Man muss aber jeden Monat oder alle 2 Monate wechseln. Und ich habe jetzt gerade gewechselt. Do you have a minute? Helena, Monika, Sven. Restroom 2, no, you go to building 8,
Then you go all the way to the end and then down on the left. Ah, okay. More buildings. See you, bye. Als Helena und ich geheiratet haben, hat Helena hier am CERN gearbeitet und ist dann nach einer Zeit nach Deutschland gezogen und ist dann von dort aus gependelt. Und ich kann mich erinnern, das erste Jahr, wo wir Steuererklärung machen mussten, da mussten wir jemanden anheuern, weil das war zu kompliziert für uns. Weil sie war steuerbefreit, wohnte aber in Deutschland. Wie kann das sein? Jeder, der in Deutschland wohnt, muss Steuern zahlen. Dann hat dann aber der Steuerberater tatsächlich das Gesetz ausgegraben, wo dann CERN explizit als exterritoriales Gebiet ausgegeben wird. Sehr kompliziert alles. Und das ist der Atlas-Detektor in klein. Also es ist groß wie ein mehrstöckiges Haus. Das kann man jetzt so schlecht erkennen daraus. Ich weiß nicht, warum man da keinen Maßstab mit eingebaut hat. Also das ist quasi der Eingang vom Strahlrohr. Hier würde das Strahlrohr reingehen, auf der anderen Seite eins und dann in der Mitte würden die Kollisionen stattfinden. Ah, okay. Und dann zwiebelschalenförmig drumherum baut man dann, in diesem Fall mehr zylinderförmig, aber in Zylinderschalen, die Detektorkomponenten. Ja, im Inneren möchte man die Spur vermessen, dann nimmt man Spurmessgeräte, zum Beispiel Silizium-Tracker, ungefähr wie der Chip in der Kamera. Ja. Wenn die geladene Teilchen da durchrasen, wird ein Signal ausgelöst und dann kann ich anhand der Position der einzelnen Pixel sehen, wo das Teilchen entlang geflogen ist und kann eine Spur berechnen. Und außen drumherum das Kalorimeter, das Energiemesssystem. Dort sollen die Teilchen abgebremst werden, zum Beispiel in Kristallblöcken. Und dort verlieren sie Energie in Form von entweder Schauern oder nicht Synchronradiostrahlung, sondern von Bremsstrahlung. Und es wird ein Lichtsignal erzeugt in den Kristallen. Und wenn ich das vermesse, kann ich daraus schließen, wie viel Energie das Teilchen hatte. Und ganz außen drumherum sieht man hier in Blau die Myonkammern. Myonen sind minimal ionisierende Teilchen. Das heißt, wenn sie durch den Detektor rasen, machen sie zwar eine Spur, verlieren aber relativ wenig Energie bei der Wechselwirkung. Das heißt, wenn sie durch das Kalorimeter rasen, werden sie nicht abgebremst, sondern sie laufen einfach hindurch. Hat den Vorteil, dass wenn draußen, also außerhalb... Ja, weil das Kalorimeter ist ja auch da drin. Und Genau. Da gehen sie halt durch. Genau. Wenn ich also außerhalb noch mal ein Signal sehe, in den Spurkammern des... Dann ist es in Ruhe. Genau. Also die kann man relativ einfach identifizieren. Okay. Und dann könnten wir rübergehen zum Science Gateway. Also wir haben hier mehrere Hotels auf dem Gelände, 39, 41 und 38. Und da wohnen dann die Wissenschaftler, wenn sie kurzfristig hier sind, für eine Woche oder zwei. Oder die Sommerstudenten, die kommen für 3 Monate, die wohnen dann in den Hotels hier. Hi, I have here 2 visitors. We would like to... Perfect. You can just go upstairs and see the exposition. Thank you very much. You're welcome. Perfect. Enjoy. Der eigentliche Tunnel hat einen Durchmesser ungefähr so groß wie ein U-Bahn-Tunnel. Und das ist kein Zufall, das liegt einfach daran, dass die Maschine, die den Tunnel gegraben hat, auch normalerweise U-Bahn-Tunnel gräbt. Könnt ihr sehen, dass da so Spuren auftauchen? Da ist so eine gesättigte Atmosphäre von Alkoholdampf da drin. Und unten auf dem Boden ist eine Platte, die gekühlt wird. Das heißt, zwischen der gekühlten Platte und dem Alkoholdampf gibt es jetzt eine Schicht, in der der Alkohol kurz davor steht zu kondensieren. Und es reicht jetzt geladenes Teilchen wie ein Alpha-Teilchen oder so, das da durchflitzt, um die Alkoholmoleküle entlang des Weges kondensieren zu lassen. Das ist also Radioaktivität aus der Höhenstrahlung bzw. aus der Umgebung, die man da sichtbar macht. Hier ist jetzt so ein Detektor, den haben wir gerade schon mal gesehen. Hier ist der aufgeschnitten.
Ja, mit den Muons hier außen. Genau, außen dem Myon kann man dann das Kalorimeter, also im elektromagnetischen Kalorimeter werden hauptsächlich Elektronen und Photonen nachgewiesen. Und dann gibt es außen drumherum noch das hadronische Kalorimeter, wo hauptsächlich Hadronen nachgewiesen werden. Hadronen sind Teilchen, die sich aus Quarks zusammensetzen. Ja, man sieht das Strahlrohr hier. Genau in der Mitte finden die Kollisionen statt. Das ist ein sogenannter Szintillator, ein Centilage-Kalorimeter. Und man sieht hier verschiedene Schichten. Die Metallschichten sind wahrscheinlich Blei und dazwischen sind Plastikschichten, Szintillaitorschichten. Das ist ein bestimmtes Material, was die Eigenschaft hat, dass wenn ein geladenes Teilchen da durchläuft, die Moleküle angeregt werden und bei der Abregung entsteht Licht. Und die Lichtmenge ist proportional zu der Energiemenge des Teilchens. Das heißt, je mehr Energie oder mehr Teilchen da durchlaufen, umso mehr Licht wird produziert. Man kann nicht die gesamte Menge der Energie in einem Block Plastik auffangen. Deswegen packt man dazwischen immer diese Bleiplatten, die einen Teil der Energie aufnehmen. So wird halt die Energie dann, wir sagen, gesampelt. Und die Lichtmenge wird hier hinten ausgelesen über so eine Fotokathode. Das sollten Spursysteme sein. Da ist ein Gas drin, was ionisiert wird, wenn Teilchen hindurchlaufen. Also es werden Elektronen abgerissen von dem Gas. Und die Metallplatten sind geladen und die Elektronen laufen dann auf die nächste positiv geladene Platte zu, werden beschleunigt in dem Feld, stoßen andere Atome an, ionisieren die dann und ich bekomme ein elektrisches Signal. Und je nachdem, wo auf der Oberfläche ich das Signal bekomme, kann ich dann den Ort bestimmen. Also was ich messen möchte, ist die Spur des Teilchens. Also das kann ich nur von geladenen Teilchen machen und die Energie des Teilchens. Und mit den beiden Informationen kann ich das Teilchen typischerweise identifizieren. Ja, okay. Wir bringen noch ein Magnetfeld an, was parallel zur Strahlachse steht. Das heißt, wenn ein Teilchen durch das Magnetfeld läuft, wenn es geladen ist, dann wird das Magnetfeld auf eine gekrümmte Bahn gebracht. Das läuft rechts rum, wenn es positiv geladen ist, und links rum, wenn es negativ geladen ist. Also kann ich schon aus der Krümmung der Bahn die Ladung des Teilchens berechnen. Und generell aus dem Krümmungsradius bekomme ich den Impuls des Teilchens. Je höher der Impuls, also Impuls ist sowas wie Masse mal Geschwindigkeit, kann man. Die Kollegen werden mich schlagen, aber wenn ich sage, es ist das gleiche wie Energie, dann ist der Impuls ist natürlich nicht die Energie, aber im Grenzfall sind die beiden identisch. Je höher die Energie, umso größer ist auch der Impuls. Je höher der Impuls ist, umso gerader ist die Bahn. Also ich kann die Bahn dann nicht auf Nicht so weit. so gut ablenken. Genau. Ja. Ein schnelles Auto ist auch sehr schwieriger in der Kurve zu halten als ein langsames Auto. Hier sind die Teilchen gebuffert und dann müssen wir die hier verteilen an die verschiedenen Datenzentren. Das sind schon fertige Kollisionen. Guck mal hier, da sind sie erklärt. Einmal so eine Kollision und einmal sowas, was man im Detektor sieht. Ja. Und das ist die Higgs-Kollision, das sind normale Kollisionen. Ja. Und die suchen wir. So, jetzt fangen wir mal an. Also das Problem, was gezeigt werden soll, ist, dass also die Protonstrahlen, wenn wir von Strahlen sprechen, sind das keine kontinuierlichen Strahlen. Es ist nie ein Proton nach dem anderen, sondern es sind Pakete von Protonen. Also das Ganze sieht aus wie eine Perlenkette, die durch den Ring kreist. Und an den 4 Wechselwirkungspunkten kollidieren immer 2 Perlen. Und das Ganze sieht dann so aus wie 2 Mückenschwärme, die aufeinander stoßen. Und dann stößt da sehr selten eine Mücke mit einer anderen zusammen. Nichtsdestotrotz hat man eine Paketkollision 40 Millionen Mal pro Sekunde. Das heißt, der Detektor muss 40 Millionen Mal pro Sekunde bereit sein, Signale auszulesen. Das kann der beste Detektor nicht. Selbst wenn der Detektor das könnte, hätten wir nicht genug Speicherplatz, um die Daten zu speichern. Das heißt, ich muss die besten Ereignisse aussortieren. Die besten Ereignisse. Und darum haben wir jetzt Genau. so viel. Ja. Das ist schon die zweite Selektion. Weil zunächst muss entschieden werden, ist ein Ereignis gut oder schlecht? Ist das interessant für mich? Und
Von den 40 Millionen Mal pro Sekunde, ich kann pro Sekunde knapp 200 Ereignisse speichern. Also ich muss von 40 Millionen Mal auf 200 herunterkommen. Und dieses System, was diese Selektion durchführt, funktioniert wie ein Sieb und nennt sich Trigger. So ein Trigger funktioniert, stell dir vor, du bist am Flughafen, du suchst deinen Koffer. Dein Koffer ist rot und ein Hartscheinkoffer. Dieses Band rast aber unheimlich schnell an dir vorbei. Und dann in der ersten Selektion nimmst du alle Sachen runter, die rot sind, weil du keine Zeit hast nachzugucken, ob es jetzt ein Koffer oder ein Rucksack ist. Und in der zweiten Selektion kannst du dann gucken. Und so funktioniert es bei unseren Daten dann auch. In der ersten Selektion wird geguckt, tauchen da Spuren auf, habe ich viel Energie im Kalorimeter, sind da Myonen drin. Danach wird geschaut. Und erst in der zweiten und dritten Stufe, sogenannter High-Level-Trigger, wird dann das Ereignis rekonstruiert und geschaut, was könnte da eigentlich passiert sein. Und so wird dann schrittweise das Datenvolumen reduziert von 40 Millionen auf 200. Sehr schön sind aber auch die Schlüsselanhänger mit den einzelnen Teilchen. Es gibt zu jedem Teilchen, also Buttons sind das, keine Schlüsselanhänger. Welches ist denn dein Lieblingsteilchen? Ja, ich müsste natürlich jetzt sagen Gluino. Ne? Aber das ist ein Teilchen, was bisher noch nicht gefunden wurde. Deswegen haben wir unsere Katze ja auch Gluino genannt. Also wir suchen nach diesem oder haben nach dem Gluino gesucht. Und die ersten Tage, als Gluino zu Hause war, haben wir auch ständig nach ihm gesucht. Er hat sich da immer unter den Schränken versteckt. Nur Gluon. Hier ist das Gluon. Die Magnete, die wir benutzen, sind Dipolmagnete, Nord- und Südpol. Und die zwingen dann die Teilchen auf eine Kreisbahn. Die Magnetfelder, die wir brauchen, sind aber so groß, dass die Ströme, die man benutzen müsste, um die Magnetfelder aufzubauen, so groß sind, dass normale Kupferleiter nicht ausreichen. Die verdampfen einfach bei den Strömen. Also sind das Superleiter, die bei einer bestimmten Temperatur, nämlich minus 269 Grad Celsius, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, superleitend werden. Das heißt, die haben keinen elektrischen Widerstand. Strom fließt einfach so hindurch. Und damit kann man sehr große Ströme, 8000 Ampere, durch die Magnete schicken und mal sehr große Magnetfelder aufbauen. Mehrere Tesla sind das dann. Und im ersten Jahr ist es passiert, dass einer der Magnete, die Verbindung zwischen zwei Magneten war nicht richtig produziert worden. Da fiel die Superleitung dann weg. Das heißt, an der Stelle war dann ein Normalleiter. Das heißt, an der Stelle sind dann ein paar tausend Ampere durchgeflossen. Das hat dann dazu geführt, dass die Stelle schnell sehr heiß wurde. Das umgebende flüssige Helium, was benutzt wird zur Kühlung, wurde schlagartig dampfförmig, hat sich ausgedehnt und das ganze Ding ist ja quasi explodiert. Man hat auf einer ganzen Strecke den gesamten Ring einfach mal so verrutscht. Und das gesamte Tunnelsystem wurde dann geflutet mit Helium. Das ist jetzt nicht giftig, aber wenn halt das den Sauerstoff verdrängt, kann man nicht atmen. Deswegen muss man halt so ein Sauerstoffgerät haben. Das war die Geschichte vom LHC, der erste Tag LHC. Ich weiß gar nicht, ob es der erste Tag war, aber die erste Woche, glaube ich. Ich kann mich erinnern, dass ich auf einem Workshop war, als dann die Nachricht kam, dass LHC ausgefallen ist und alle so, naja, okay, dann werden die das ganz schnell wieder anschalten. Nee, das hat dann eine ganze Zeit gedauert, bis dieses Problem erstmal analysiert wurde, denn das, was kaputt gegangen war, existierte einfach nicht mehr. Das war einfach verdampft. Man konnte halt nicht reproduzieren, was genau passiert war. Und das hat eine ganze Zeit gedauert, um das herauszupuzzeln. Und musste dann überall im Ring entsprechende Sicherheitsvorkehrungen neu einbauen, um zu verhindern, dass es nochmal passiert.
War aber frustrierend für die Physiker, die bangend auf den Start des LHCs gewartet haben. Viele Messungen, die wir durchführen, sind einfach Bestätigungen von dem, was wir vorhersagen. In der Hoffnung, dass wir das Standardmodell bestätigen können. Aber nichtsdestotrotz träumt jeder Physiker davon, dieses Standardmodell zu knacken. Wir wissen, dass das Standardmodell nicht das ultimative Modell der Natur ist. Wir gehen davon aus, dass das Standardmodell der Teilchenphysik ein Grenzfall ist von einer sehr viel umfassenden Theorie. Einer Theorie, die sehr viel mehr erklären kann als das Standardmodell. Also das Standardmodell ist enorm erfolgreich. Es gibt keine einzige Messung, die dem Standardmodell widerspricht. Aber wir wissen, dass das Standardmodell kein fundamentales Modell ist. Dunkle Materie wird nicht erklärt, dunkle Energie schon gar nicht. Wir wissen nicht, wo die CP-Verletzung herkommt, die wir benötigen, um zu beschreiben, warum es mehr Materie als Antimaterie im Weltall gibt. Und so gibt es eine ganze Reihe von Punkten, die wir nicht erklären können mit dem Standardmodell. Wir können zum Beispiel nicht die Higgs-Masse berechnen, aber wir können Korrekturen zur Higgs-Masse berechnen. Und wenn wir diese Korrekturen zur Higgs-Masse berechnen, kommt plötzlich eine Zahl raus, die unendlich ist. Und dann kann man durch einen mathematischen Trick, Renormalisierung, diese Unendlichkeiten wieder zurückführen auf einen endlichen Wert. Das ist wunderbar, das hat man experimentell bestätigt und mathematisch absolut korrekt, wie man das macht. Ist aber nicht besonders elegant. Wenn man ein Modell hätte, wie zum Beispiel Supersymmetrie, dort würden diese Korrekturen gar nicht unendlich groß werden automatisch. Die würden automatisch sich canceln. Ein supersymmetrisches Modell würde mit neuen Teilchen einhergehen. Jedes Standardmodellteilchen würde ein supersymmetrisches Partnerteilchen bekommen, die sich dann im Spin um 1,5 unterscheiden. Des Weiteren würde Supersymmetrie vorhersagen, dass es ein Teilchen gibt, was sich so verhält wie dunkle Materie. Wir könnten dann also dunkle Materie erklären. Aber in den letzten 10 Jahren LHC-Messungen haben wir auch keinen einzigen Hinweis auf Supersymmetrie gefunden. Was etwas war, was viele Leute gedacht haben, dass wenn wir den LHC anschalten, werden wir innerhalb kürzester Zeit Supersymmetrie finden. Und mittlerweile sind sehr viele Leute von der Idee ab, dass Supersymmetrie tatsächlich realisiert ist in der Natur. Also man muss sich überlegen, warum haben wir Supersymmetrie noch nicht gefunden? Also entweder ist die Natur nicht supersymmetrisch. Das bedeutet, das ist der schlimmste Fall eigentlich für uns. Nicht, weil wir dann ein Modell verlieren oder eine Idee für ein Modell verlieren, sondern das zu verifizieren ist unheimlich schwer. Die Nicht-Existenz von Supersymmetrie, dafür gibt es zu viel. Der Phasenraum der Parameter, die Supersymmetrie in das Standardmodell mit einbringt, ist so groß, dass es überall Plätze gibt, wo Supersymmetrie sich in der Natur verstecken könnte. Ein anderer Grund, warum Supersymmetrie nicht existieren, warum wir sie bisher nicht gefunden haben, ist zum Beispiel, dass die Teilchen zu schwer sind oder dass die Teilchen eine zu kleine Wahrscheinlichkeit haben, produziert zu werden. Und ein neuer Beschleuniger könnte da helfen, entweder indem wir höhere Energien aufbringen und damit höhere Massen, schwere Teilchen produzieren können, oder ein neuer Beschleuniger, der sehr viel mehr Teilchenproduktion, sehr viel mehr Kollisionen produziert, sodass wir die noch selteneren Produktionskanäle finden könnten. Es gibt da verschiedene Ideen. Also erstmal gibt es die Vorstellung, dieses dunkle Materieteilchen, was die Supersymmetrie vorhersagt, das lässt sich im Detektor nicht nachweisen. Das fliegt einfach durch den Detektor durch. Es gibt keine Spur, keine Energie im Kalorimeter, nicht in den Myonen-Kammern, gar nichts. Wenn ich jetzt aber die Energien der anderen Teilchen, die in der Kollision erzeugt worden sind, aufsummiere, dann wird das Ganze plötzlich unsymmetrisch, weil Energie fehlt, weggetragen von diesem supersymmetrischen Teilchen. Warum fehlt die? Vor der Kollision war der Energiehaushalt transversal oder senkrecht zur Strahlachse 0. In jede Richtung gab es, also in alle Richtungen gab es keinen Energiebeitrag. Nach der Kollision muss sich die Energie symmetrisch verteilen. Das heißt,
wenn ich Teilchen habe, die in die obere Hälfte des Detektors geflogen sind, dann müssen auch Teilchen in die untere Hälfte geflogen sein, um den transversalen Anteil des Impulses auszugleichen. Der war vorher 0 und muss auch hinterher 0 sein. Wenn ich also jetzt sehe, dass es zum Beispiel nur Teilchen in der oberen Hälfte des Detektors gab und nicht in der unteren Hälfte, kann ich daraus schließen, dass es etwas gegeben hat, was ich nicht nachweisen konnte. Was zum Beispiel dieses supersymmetrische Teilchen sein könnte. Wir sollten vielleicht noch erklären, warum man einen Linearbeschleuniger bauen möchte und keinen Kreisbeschleuniger. Oder zumindest einen Kreisbeschleuniger, der sehr groß ist. Das Problem bei einem Linearbeschleuniger ist, dass man Teilchen beschleunigt. Und wir haben das gestern schon gehört, dass es sind Pakete von Teilchen, die beschleunigt werden. Und die kollidieren dann und nicht viele Teilchen kommen tatsächlich in Kollision. Und bei einem Linearbeschleuniger sind diese Pakete dann verloren. Die sind dann weg. Die verschwinden dann aus dem Detektor. Ich muss neue Pakete produzieren und die wieder kollidieren lassen. Beim Kreisbeschleuniger kann ich die recyceln. Das heißt, auf einer Kreisbahn laufen die immer wieder rum und die Teilchen, die nicht kollidiert sind, können beim nächsten Mal vielleicht kollidieren oder beim übernächsten Mal. Das ist der Vorteil von einem Kreisbeschleuniger. Problem bei der Kreisbeschleunigung ist, dass ich dadurch, dass ich die Teilchen auf eine Kreisbahn bringe, ich eine beschleunigte Bewegung habe. Die Beschleunigung ist eine Änderung der Geschwindigkeit. Jetzt ändert sich die Geschwindigkeit, der Wert der Geschwindigkeit vielleicht nicht, aber die Richtung der Geschwindigkeit ändert sich, weil sich die Teilchen auf der Kreisbahn bewegen. Ja. Und das ist eine beschleunigte Bewegung. Jedes Mal, wenn ich eine beschleunigte Ladung habe, entsteht elektromagnetische Strahlung, sowie Radiowellen. In diesem Fall ist das sogenannte Synchronstrahlung im harten Röntgenbereich zum Beispiel. Und diese Synchronstrahlung ist umso größer, je höher die Energie der Teilchen ist, die beschleunigt werden. Das ist Energieverlust, den ich ausgleichen muss. Und je höher ich die Energie mache, umso mehr muss ich den ausgleichen. Bei einem Kreisbeschleuniger? Bei einem Kreisbeschleuniger. Ja, okay. Das heißt, ich kann nicht beliebig hoch die Energie regeln, weil irgendwann ist der Verlust durch Synchronstrahlung so hoch, dann kann ich da nicht mal nachregeln. Und die einzige Möglichkeit, die man hat, ist entweder die Synchronstrahlung hängt ab von der Masse der Teilchen, die ich beschleunige, und vom Radius. Je schwerer die Teilchen sind, umso weniger Synchronstrahlung. Das heißt, früher hat man Elektronen und Positronen beschleunigt. Die sind sehr leicht, knapp 2000 Mal leichter als Protonen. Ja. Und wenn ich jetzt Protonen benutze, sind die 2000 Mal schwerer. Das heißt, die Synchronstrahlung ist sehr viel geringer bei Protonen. Sie ist geringer, wenn die größer sind. Genau. Okay. Aber jetzt erreichen wir Energien auch mit den Protonen, dass selbst die schon sehr viel geringere Synchronstrahlung zu viel wird. Wir können also beim LHC nicht noch höhere Energien erreichen. Aufgrund von Synchronstrahlungsverlusten, beziehungsweise wir können auch die Magnete nicht größer bauen. Also die Magnetfelder müssten größer sein. Der andere Punkt, um Synchronstrahlung zu unterdrücken, ist, den Radius größer zu machen. Weil dann die Beschleunigung, die Kreisbeschleunigung kleiner wird. Ja. Die Änderung der Richtung wird geringer. Das ist auch ein Grund, warum Sie jetzt einen großen. Genau, deswegen wollen die einen großen bauen. Ja. Und im Endeffekt, wenn man das beliebig groß machen würde, bekommt man dann wieder einen Linearbeschleuniger. Ja. Weil das wäre ein unendlich großer Radius. Mhm. Deswegen ist eine Idee, einen Linearbeschleuniger zu bauen, trotz des Nachteils der verlorenen Pakete. Mhm. Einfach, weil ich höhere Energien erreichen kann. Ja. Und falls der ILC gebaut wird, also ich rede sehr viel über die ILC, weil ich da arbeite, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er in Asien, in Japan gebaut wird, am höchsten. Wir hatten bisher ein großes Labor gehabt in den USA, das Fermilab. Dort wurde am Tevatron geforscht. Jetzt wurde am LHC geforscht in Europa. Und als nächstes wäre dann Asien an der Reihe mit einem großen Labor. Der wird eine Länge von knapp 30 Kilometern haben. Es wird ein Linearbeschleuniger sein von knapp 30 Kilometern. Tatsächlich, wenn wir morgen das grüne Licht bekommen würden, könnten wir anfangen zu bauen. Es gibt gerade auf Netflix eine neue Serie, The Three-Body Problem. Und die fängt damit an, dass die Teilchenphysik-Experimente auf der Welt
plötzlich Ergebnisse liefern, mit denen die Physiker nicht, die Physiker nicht verstehen. Die quasi alles, was sie bisher gemessen haben, über den Haufen wirft. 60 Jahre Arbeit, sagen sie, einfach so dahin. Und sie werden total frustriert und bringen sich teilweise um. Und wir Physiker sitzen davor und denken uns nur, boah, es wäre super, wenn das passieren würde, wenn plötzlich etwas auftaucht, was wir nicht erklären können. Wir würden irgendwie Tage und Nächte dazu bringen, um ein Paper zu schreiben, um zu erklären, was da passierte. Also das wäre das Beste, was passieren könnte. Das würde keinen dazu in den Freitod treiben. Alle 3 Monate haben wir großes Treffen des Experiments. CMS-Woche heißt das. Da kommen alle zusammen, möglichst alle. Und man erzählt sich die neuesten Ergebnisse und die nächsten Pläne werden diskutiert etc. Und die Sommer-CMS-Woche findet typischerweise hier statt, draußen im Garten. Und dann spielt da die CMS-Band. Wir haben eine eigene Band aus Physikern zusammengesetzt. Und ja, das ist immer ganz witzig. Vielleicht sollte ich erzählen, dass ich zurzeit mit meinen Studenten an einer Datenanalyse arbeite, die sich mit der Suche nach magnetischen Monopolen beschäftigt. Magnetische Monopole sind etwas, was von einigen Theorien vorhergesagt werden, zum Beispiel Grand Unified Theories. Das Ganze geht zurück auf die Fragestellung, warum gibt es einzelne elektrische Ladungen, aber nicht einzelne magnetische Pole. Wenn man einen Magnet hat, hat man immer zwei Pole, Nord- und Südpol. Selbst wenn man den Magneten zerschneidet in der Mitte, hat man dann 2 Magnete mit jeweils einem Nord- und einem Südpol. Also in der makroskopischen Welt tauchen immer Magnete mit 2 Polen auf. Aber theoretisch könnte man sich schon überlegen, dass es auch Monopole gibt, magnetische Monopole. Und die müssten in unseren Kollisionen ebenfalls produziert werden, wenn sie denn existieren. Und danach suchen wir. Die Signatur ist ganz interessant. Geladene Teilchen krümmen sich im Magnetfeld. Das haben wir gestern kurz erwähnt, dass man aus dem Krümmungsradius den Impuls bestimmen kann. Je größer der Impuls, umso größer der Radius. Magnetische Monopole krümmen, deren Spuren krümmen sich ebenfalls im Magnetfeld, allerdings um 90 Grad verdreht. Das heißt, das ist eine eindeutige Signatur auf diese. Kein anderes Teilchen macht das. Wenn ich Spuren finde, die so eine Krümmung haben, ist das ein starkes Indiz darauf. Die zweite Signatur sind magnetische Monopole, sind highly ionizing, also produzieren sehr viel Ionen, wenn sie auf Material treffen. Und wenn ich ein solches Signal sehe, ist das ebenfalls Hinweis auf so einen magnetischen Monopol. Und danach suchen meine Studenten und ich zusammen mit Kollegen die Gruppe ist ungefähr, wie viel sind wir? 8 Leute. Was eine typische Größe ist für eine Gruppe. Habt ihr Hinweise? Nein. Das heißt, wissen wir noch nicht, weil Analysen werden typischerweise, gerade diese Suchen werden blind durchgeführt. Das heißt, wir setzen eine Datenanalyse auf, so eingestellt, dass der Bereich, in dem sich das Signal auftauchen sollte, dass man sich das zunächst gar nicht anschaut, sondern man schaut auf die Nebenbereiche. Und dort optimiert man. Im letzten Schritt schaut man sich den Bereich an, in dem das Signal auftaucht. Man möchte vermeiden, dass man sich selber biased. Wenn man halt die ganze Zeit auf den Signalbereich schaut und dann sieht, da ist nichts, kann man unbewusst oder bewusst versuchen, Auswahlkriterien zu verändern. Und das vermeidet man, indem man wirklich erst im letzten Schritt auf den eigentlichen Signalbereich schaut. So, was ich hier zum Beispiel habe, ist typischer Analysecode, den wir geschrieben haben. Wir schreiben unsere Software in C++ oder in Python.
Analysen laufen eigentlich nicht auf unseren Computern. Dafür sind die Computer nicht leistungsstark genug. Die Menge der Daten, die wir analysieren müssen, ist zu groß. Die Programme, die wir geschrieben haben, werden auf sogenannte Grid-Zentren, Computerzentren geschickt, wo die Daten vorliegen und dann analysiert werden können. Was wir machen, wir schreiben also die Programme auf unseren Computern, testen die lokal auf einigen wenigen Kollisionsereignissen, ob sie funktionieren. Und dann schicken wir sie aufs Grid, so heißt das bei uns. Und dort können dann die Programme parallel auf Daten zugreifen und wir können große Datenmengen in relativ kurzer Zeit analysieren. So ein Histogramm, wie du erzählt hast, was ihr dann auswertet, sieht das so ähnlich aus wie bei Sven auf dem Bildschirm? Ja. So Farbspektrum oder sowas? Ich habe jetzt leider kein Beispiel. Ja, vielleicht doch. Eine Verteilung von einer Variable. Ich wollte sagen, sieht aus wie eine Gauss-Verteilung. Das ist eine Gauss-Verteilung, ja, genau. Eine ein bisschen schmaler, die andere ein bisschen breiter. Ja, genau. Und das sind typische Hilfsmittel, um Daten darzustellen, Histogramme. Mhm. Auch da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Wenn wir jetzt mit den Studenten eine Analyse machen, eine Datenanalyse für CMS, dann stehen alle CMS-Mitglieder drauf. Alle 3000 Mitglieder stehen auf der. Was? Ja. Also es geht dann auch alphabetisch. In anderen Bereichen weiß ich, dass die Reihenfolge der Namen sehr wichtig ist. Aber das kann man bei uns nicht machen. Wir haben also fast 3000 Mitglieder am Experiment. Das Experiment wird nicht betrieben werden können mit nur einer Handvoll von Leuten. Wir brauchen eine Besatzung des Kontrollraums, der für die Datennahme 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Aber darüber hinaus brauchen wir Experten für die Detektorkomponenten, für das Myonsystem, für das Kalorimeter, für das Tracking-System. Das sind Teams, die sicherstellen, dass die Subdetektoren arbeiten und wir verstehen, wie die arbeiten, wie effizient die arbeiten, wo die Schwachstellen sind, welche Probleme auftauchen, die sicherstellen, dass wenn Probleme auftauchen, die Probleme gelöst werden. Deswegen ist so ein Prozess der Veröffentlichung auch unheimlich schwer, weil jedem die Möglichkeit gegeben werden muss, Einspruch zu erheben. Dieses Gebäude 28, das war das allererste Gebäude, in dem ich gearbeitet habe, als ich bei Opal war, Ende der 90er Jahre. Opal war eins der Experimente, das betrieben wurde am LEP-Beschleuniger. Das ist der Beschleuniger, der im LHC-Tunnel war, bevor LHC aufgebaut wurde. Also man hat den Tunnel recycelt, hat den LEP-Beschleuniger, einen Elektron-Positron-Beschleuniger herausgenommen und dann LHC, Proton-Beschleuniger eingebaut. Das erste Mal war ich für 3 Monate hier. Ja. Danach war ich nie willig für eine längere Zeit hier, anders als Celena. Ich war 5 Jahre am Fermilab in Chicago. Und als ich da zurückgekommen bin nach Deutschland, habe ich in Göttingen gearbeitet. Und bin dann alle 2 Wochen ans CERN gependelt. Eine Woche CERN, eine Woche Göttingen, eine Woche CERN. Aber wir sind ja so ein Teil des Vorbeschleunigers. Bevor die Teilchen im LHC eingespeist werden, müssen sie vorbeschleunigt werden. Das ist wie beim Autofahren, da fährt man auch nicht im 4. Gang an. Du fährst halt im 1. Gang an, beschleunigst ein bisschen, schaltest hoch. Und so wird stufenweise die Energie der Teilchen erhöht. Wir fangen mit dem Linearbeschleuniger an und dann gibt es stufenweise die alten Beschleuniger, die früher für Experimente benutzt wurden. Die werden jetzt als Vorbeschleuniger benutzt. Und dann wird das endgültig im LHC eingespeist. Und diese dicken Betonplatten dienen zur Abschirmung. Nur wenn Teilchen beschleunigt werden, gibt es auch Synchronstrahlung und die ist relativ gefährlich. Aber sobald die Maschine abgeschaltet wird, ist die Strahlung weg. Die ganze Physik lebt von Kommunikation, also man macht keine Physik alleine. Ja, also das, was man so macht, muss man kommunizieren, man muss darüber reden, man stellt das anderen vor und das geht am besten an der Tafel. Ja, wenn man halt zu zweit oder zu dritt an der Tafel steht. Natürlich schreibt keiner mehr irgendwie Rechnungen an die Tafel, um sie tatsächlich zu rechnen. Das macht man dann irgendwie auf einem Blatt Papier oder viele Leute benutzen mittlerweile iPads dafür, was auch immer. Aber für die Kommunikation sind Tafeln A und O. Hast du auch einen Physikervater? Nee, ich kam aus einer Arbeiterfamilie und war der Erste in meiner Familie, der studiert hat. Was für meine Eltern eher unheimlich war.
weil sie sich darunter so gar nichts vorstellen konnten. Mittlerweile haben sie sich damit abgefunden. Macht doch was Vernünftiges. Geht zur Bank. Das war was Handfestes. Da konnte man sich was darunter vorstellen, aber Physik. Die CERN-Leute haben natürlich einen normalen Ausweis. Aber auch die Angehörigen haben so einen Ausweis, damit die aufs Gelände können. Janaina ist besonders stolz auf ihren Ausweis. Und am meisten Spaß macht es hier, dieses Karte irgendwo zu scannen, um dann irgendwo reinzugehen. Und sie ärgert sich dann immer, wenn wir mit dem Auto kommen, dann gibt's. Achso, ja, ich habe Physik studiert, weil ich mir damals nach der Schule dachte, dass das das einzige Fach ist, von dem ich mir vorstellen kann, dass ich mich hinsetze und es auch tatsächlich lernen oder büffeln kann, wenn es hart auf hart kommt. Habe Physik studiert in Münster und bin dann für meine Diplomarbeit nach Hamburg ans DESI gewechselt. Ich wusste nicht genau, was mich erwartet, aber ich bin damals meiner Freundin hinterhergezogen, die ebenfalls nach Hamburg gegangen ist, beziehungsweise nach Elektronensynchroton. Das ist quasi die deutsche Fassung vom CERN. Wir hatten damals einen kleineren Beschleuniger dort und dann habe ich dort meine Diplomarbeit gemacht. Bin dann da geblieben für meine Doktorarbeit. Habe dann vom DESI aus für ein Experiment hier am CERN gearbeitet, das erste Mal. Und nach meiner Doktorarbeit bin ich dann ans Fermilab in Chicago gegangen. Ebenfalls so ein Labor wie CERN, nur dann in den USA. Habe dann dort für die University of Kansas gearbeitet. Für 5 Jahre. Nicht ganz 5 Jahre. Und bin dann im Anschluss daran zurück nach Deutschland. Hatte ein Eminöter-Stipendium gewonnen. Und dann bekommt man, wenn man das schafft, eine Stelle bezahlt von der DFG plus sämtliche Ausgaben für Doktoranden und Postdocs und Reisen. Wann waren wir das erste Mal mit dir hier? Vor 10 Jahren? Ja. Wir waren vor 7, 8 Jahren waren wir schon mal hier mit Janaina und hatten naiverweise gedacht, dass wir sie im Kindergarten unterbringen können. Das geht aber nicht, weil A, sind wir keine festangestellten CERNis, es gab keine Plätze und es ist auch einfach unbezahlbar teuer. Ich verdiene ein gutes Gehalt im Vergleich zu Brasilianern. Also wir sind Mittelklasse und dürfen uns nicht beschweren. Wenn ich aber mein Gehalt vergleiche mit einem Gehalt in Deutschland, dann ist das ein Witz, ein absoluter Witz. Les Récollets. Dort hat man eine schöne Aussicht, hoffentlich, auf Genf und das CERN-Gelände. Und das ist ja die Richtung, wo wir jetzt auch fahren, ne? Also so grob. Genau. Also die Seite. Genau, wir fahren da oben fahren wir hoch. Mein ehemaliger Boss, Graham Wilson, Professor, der jetzt in den USA arbeitet, der mich unter seine Fittiche genommen hat während meiner Postdoc-Zeit am Fermilab, hat mir sämtliche Freiheiten gegeben und mir sehr gute Tipps gegeben, wie man selbstständig Forschung betreibt. Denn das ist es, was man als Doktorand natürlich nicht macht. Man ist nicht wirklich selbstständig in der Forschung. Man wird immer noch angeleitet, man wird immer noch am Händchen gehalten. Das muss auch so sein. Und dann ist man als Postdoc plötzlich auf sich allein gestellt, hat dieses Händchenhalten nicht mehr. Das kann schon ein bisschen schockierend sein. Da habe ich ihm sehr viel zu verdanken.
Und die andere Person, der ich viel zu verdanken habe, ist mein Doktorvater, Rolf Heuer, von dem ich sehr viel gelernt habe, was Wissenschaftsmanagement angeht. Wir haben damals für ein Linearbeschleunigerprojekt gearbeitet namens Tesla. Und da war er federführend für verschiedene Aspekte verantwortlich. Gar nicht so sehr, was die Physik angeht, sondern er saß da an der Schnittstelle zwischen Physik und Politik. Unheimliche Finesse, wenn es darum geht, mit Nicht-Physikern zu sprechen. Immer super motivierend. Also das Letzte aus seinen Studenten rausholen, ohne den Knüppel rausholen zu müssen, sondern wirklich mit dem, was er so sagte, konnte er wirklich die Leute dazu motivieren. Und ich bin da wirklich sehr dankbar, dass ich damals in seiner Arbeitsgruppe arbeiten durfte. Neugier hat mir den Antrieb gegeben, Physik zu studieren und dann auch weiterzumachen. Wenn ich etwas Neues machen möchte, was Neues lernen möchte, dann muss ich in die Forschung gehen. Mit der Zeit habe ich halt auch festgestellt, dass diese Art von Neugierde auch in anderen Bereichen wichtig ist. Neugierig sein auf andere Menschen, neugierig zu sein auf deren Geschichten, neugierig zu sein, was andere Menschen zu erzählen haben. Auf andere Länder. Ich arbeite mit Kollegen quasi aus der ganzen Welt zusammen, was unheimlich erfrischend ist.